Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im September 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und den Aszendent. Für persönliche Legungen besuch gerne meine Webseite. Für Widder bitte, was kommt im September 2025 auf Widder zu? Königin der Schwerter und im Unterdeck habe ich hier die 6 der Münzen. Dazu wieder. Das ist mein zweiter Versuch, deine Legung zu machen. Denn beim ersten Mal war zwar alles fertig, aber die Legung war sehr anstrengend für mich. Es kamen sehr viele große Arkanas, aber gute, nur habe ich den Eindruck, dass etwas Wichtiges im September auf dich zukommt, aber du das im ersten Moment nicht wirklich verstehst. Warum, wieso, weshalb, dass du das Ganze ein wenig negativ auffassen wirst. Das Ganze ist aber positiv, nur siehst du das irgendwie nicht. So auf diese Art und Weise kann es sein und dass das Ganze eben sehr anstrengend für dich sein kann, weil du den Hintergrund bzw. eben noch nicht das große Ganze sehen kannst. Aber jetzt zurück zur Legung. Königin der Schwerter und hier eben die 6 der Münzen. Du siehst hier, wie die Königin der Schwerter in die 6 der Münzen sieht. Also es geht hier um die Harmonie, um die Balance und im September wird etwas in den Ausgleich kommen. Ich sehe das hier finanziell bzw. beruflich. Warum? Weil du hier einfach strategisch und mit Verstand vorgegangen bist. Nicht so impulsiv, wie es für Feuerzeichen oft der Fall ist, sondern du hast hier an etwas gearbeitet, wo du wirklich mit einem Plan und mit deiner Struktur vorgegangen bist. Und das Ganze wird sich jetzt bezahlt machen und auf der anderen Seite auch in der Liebe. Hier kommt ein Ausgleich. Das ist jemand, der in der Vergangenheit bei den 5 der Münzen war, also dir nicht viel gegeben hat. Und es geht nicht zwingend um die romantische Liebe. Dennoch, in der Vergangenheit war es so, dass eure Beziehung bei den 5 der Münzen war. Also du hast mehr gegeben, als du herausbekommen hast. Du warst der oder diejenige, die immer gefragt hat, hast du Zeit, können wir uns treffen? Hast vielleicht auch das Essen bezahlt oder hast die Person bekocht, aber irgendwie wurde das Ganze nicht wertgeschätzt oder du wurdest für selbstverständlich angenommen. Und jetzt ist dann aber die Zeit, dass der Ausgleich kommt, dass hier Geben und Nehmen im Einklang ist, wenn du das natürlich möchtest, weil man eben erkannt hat, wie blöd man sich eigentlich dir gegenüber verhalten hat. Und bei dem einen oder anderen kann es aber sein, dass man das nicht absichtlich gemacht hat, dass man das nicht einmal gesehen hat, die eigene Verhaltensweise. Man hat dich einfach so behandelt, wie man von anderen Menschen in der Vergangenheit behandelt wurde, weil man dachte, dass wieder genauso ist wie alle anderen und da haben sich aber sehr getäuscht. Und wenn du finanziell ein wenig im Moment strauchelst, dann kann dir die Person auch helfen. Du siehst ja hier, der Mann hilft den 2 Bettlern und der wird jetzt in dich investieren, weil er eben sieht, dass du großes Potenzial hast, beziehungsweise dass du es eben auch verdient hast. Also, okay, dann nicht. Dann geht es gleich los. Der Gehängte, 12. große Arkana. Dazu wieder. Es ist wichtig, egal um welchen Lebensbereich es sich handelt, dass du die Dinge noch einmal überdenkst. Hier die 180 Grad Umkehr. Erstens dieser Stillstand mit dieser Person, der wird aufgehoben. Hier kommt Bewegung rein. Auf der anderen Seite eben, weil der eben zur Erleuchtung findet. Man muss das Ganze so quasi sehen. Aber beim Gehängten geht es ja einerseits um den Perspektivenwechsel, aber auch, dass man durch Krisen eben gestärkt rausgeht. Und hier in deinem Fall ist es wichtig, dass du das Ganze nicht zu starr siehst und dich vielleicht auch ein wenig an die Vergangenheit klammerst. Ich habe hier im Unterdeck die 4 der Münzen. Diese 4 der Münzen ist ja auch immer diese Kontrolle, dieses Festhalten. Und genau das solltest du, egal in welchem Lebensbereich, nicht tun, sondern hier sozusagen aus deiner Komfortzone rausgehen,
ein wenig Abstand nehmen, das Ganze aus der Vogelperspektive betrachten und deine Sicht ein wenig ändern bzw. offen sein hierfür, dass du deine Sicht eben änderst, dann kommst du voran. Ich habe die 12, danach kommt die 13 und das ist der Tod. Und die Todeskarte ist eine gute Karte, weil du all das, was in der Vergangenheit war, loslässt und der Tod reitet ja auf den Hierophanten bzw. auf die Sonne zu und die Sonne ist die beste Karte im Deck. Und für dich kann ein Neuanfang bzw. dieses Alte, was uns ja alle hindert, im Weg steht sozusagen, nur weggenommen werden, wenn du hier ein wenig flexibel sozusagen bist. Und darum geht es im September, weniger Kontrolle, weniger darüber nachzudenken. Auch hier, du hast ja die Königin der Schwerter, die ist ja eigentlich sehr in Gedanken, steht ja im klassischen Sinne für ein Luftelement. Dennoch, hier bitte nicht zu verkopft sein, rausgehen aus den Gedanken, aus diesen Sorgen. Wie wird das, wie kann sich das ergeben? Egal, ob das jetzt um Finanzen, Beruf, Familie, Liebe, wie auch immer handelt, diese Gedankenspiele, wie kann es werden, wie kommt das Ganze zustande, was soll ich da jetzt tun, einfach davon wegzugehen, denn dann kann das Ganze fließen. Wenn du hier im 4 der Münzen Modus bist, dieses Festhalten und Kontrollieren, dann wird das Ganze nichts und dann bleibst du beim Gehängten sozusagen stecken, aber beim Gehängten umgekehrt und das heißt ja eben, diese Krise nicht überwinden bzw. auch da in der Sichtweise feststecken. Und das ist das, was wir eben nicht wollen. Und hier eben auch bei der Königin der Schwerter, du siehst die ganzen Schmetterlinge und etwas in deinem Leben möchte sich transformieren, möchte ja zum Besseren werden. Und wenn wir das klassische Beispiel eben von der Raupe zum Schmetterling nehmen, die fette Raupe ist ja nicht so schön wie ein Schmetterling. Ja. Und du wirst hier in ein besseres Leben gehen, aber dafür musst du eben die Kontrolle abgeben und hier in der Sichtweise auch ein wenig flexibler werden. Dann kann sich das Ganze auch entwickeln. Wir schauen weiter. Für wieder bitte. Wie geht's weiter? 7 der Münzen und im Unterdeck Ass der Münzen. 7 der Münzen, du wirst bald ernten. Du siehst ja hier, du hast den Stab in der Hand, du hast schon eine Chance, die Chance auf Neubeginn voller Potenziale, den hast du schon genutzt, also diese Chance hast du schon genutzt und das Ganze wird dich zu deinen 10 der Münzen bringen. Ein wenig dauert es noch, aber du bist hier bald am Ziel. Die Münzen stehen für mich immer für den Herbst, weil wir ja im Herbst auch die Erntezeit haben. Im Frühling hast du ja deine Samen gesät, bildlich gesprochen, und dann im Herbst wirst du ernten. Du kannst da nicht viel tun, außer eben das weiterzumachen, was du jetzt tust, aber nicht dieses verbissene, wann wird es endlich was und ich muss noch mehr. Von diesem Modus solltest du rausgehen, egal ob es da um die Liebe geht. Wir müssen nicht immer mehr geben und nicht mehr tun. Es reicht einfach, wenn wir so sind, wie wir sind, und wenn das jemand anderer nicht akzeptiert, dann ist das ohnehin kein Gegenüber, mit dem wir zusammen sein sollten, weil bedingungslose Liebe heißt ja, jemanden so zu akzeptieren, wie er ist, im Guten wie im Schlechten, und bei einer Beziehung muss man ja immer Kompromisse finden, beziehungsweise eben auch Hindernisse überwinden, das gehört zum Leben. Aber das Ganze sollte immer in einem gesunden Maße sein und ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe. So, ein letzter Impuls bitte. 6. Kelche, was bist du? Ja, 6. Kelche. So, und im Unterdeck habe ich hier die 10 der Schwerter und weil ich es ja schon gesehen habe, hier die 4 der Stäbe und den Tod, und du siehst ja hier, der Tod, hier der Hierophant, hier die Sonne und diese 2 Türme stehen ja auch für den Mond, also für das, was du nicht kommen siehst, aber die Sonne hast du ja hier und den Mond, und die Sonne deckt ja immer das auf, was der Mond so quasi verbirgt. Hier mit den 10 der Stäben, dein Gedankenkarussell,
Wie wird das werden? Wie kann ich und wann wird das endlich? Das wirst du beenden hier mit den 10 der Schwertern. Es ist ein aktives Ende, das machst du, nicht dein Gegenüber, nicht das Universum, sondern du, weil du hier eben zum Ass der Schwerter willst, zur neuen Chance auf Klarheit und einerseits, es wird hier mit deinem Gegenüber zu einem Treffen bzw. zu einem Wiedersehen kommen. Ich habe hier die 6 der Kelche. Dieses Treffen wird für Klarheit sorgen. Ihr werdet euch aussprechen, die Karten am Tisch legen und dadurch hört dein Gedankenkarussell, deine 9 der Schwerter eben auf und mit den 4 der Stäben das Ganze kann zur Stabilität führen. Ihr könnt euch hier aber auch auf einem Fest wiedersehen. Die 4 der Stäbe ist eine klassische Hochzeitskarte bzw. Verlobungsfeierkarte. Und noch haben wir ja Sommer und solange das Wetter mitspielt, könnt ihr euch hier draußen irgendwo sehen. Was ich aber habe, du siehst ja hier die 2 Kinder sozusagen und da gab es noch eine dritte Person, die hat aber mehr dich beobachtet, die geht aber hier in den eigenen Turm rein, das ist ja auch ein Turm und was ich damit sagen möchte ist, es gab früher jemanden, der euch da dazwischen gefunkt hat und für den einen kann das eine dritte Person sein im Sinne von einer Affäre, von einem besten Freund, beste Freundin, aber auch die Familie oder einfach Verwandte, die immer gesagt haben, na was willst du mit wieder? Und deine Person hat das aber auch erkannt und dein Gegenüber ist in den meisten Fällen. Ein Mann war hier lange Zeit in der Opferhaltung, weil der Gehängte ist ja auch oft diese Opferhaltung und davon entfernt sich aber dieser Mann, der wird jetzt bald draufkommen, auch mit den 10 der Schwertern, dass das ein wenig anders war. Wie gesagt, diese dritte Person, die geht hier in ihren eigenen Turm, die bekommt jetzt Karma. Da wird dann bei dieser Person alles zusammenfallen und das, was man sozusagen dir gewünscht hat, und ich nehme da jetzt nichts Positives wahr, das bekommt diese Drittperson zu spüren und du und dein Gegenüber, ihr habt die Chance, wie gesagt, dass ihr euch aussprecht und dass es hier zu einer Annäherung noch kommen kann, wenn du das Ganze natürlich möchtest. Bei dem einen geht es ja um etwas Harmloses, also dass man dich vielleicht geghostet hat, beziehungsweise, und ja, ich weiß, das ist kindisch, das macht man nicht, aber dennoch ist es seit Jahren im Trend oder keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Es ist auf jeden Fall etwas Alltägliches geworden, leider muss ich sagen, aber es ist jetzt nicht so etwas wie, als würde man dir Geld gestohlen haben oder dich mit irgendwem betrogen haben und das über Jahre lang oder sonstiges. Also, zusammenfassend wieder. Du wirst hier zu deinem Erfolg kommen, es dauert noch ein wenig, aber im Herbst, da ist Erntezeit und du bist hier einfach aufgerufen, nicht zu sehr im Kopf zu sein, dich nicht zu sehr zu fragen, wie wird das, wie kann ich das machen, sondern raus aus dieser Kontrolle, die Dinge fließen lassen und dann kann es klappen. Und in der Liebe kommt es hier wieder zu einer Annäherung. Dieses Mal kann das aber auch etwas Fruchtbares werden, auch mit der Todeskarte, weil das ganze Alte, also auch diese Drittperson oder diese Drittpersonen weg sind und ihr dann freie Fahrt habt. In diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.